Ja, herzlich willkommen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler. Ich möchte euch heute das Experiment zu Freileitungen vorführen. Ja, die Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Freileitungen? Warum brauchen wir Hochspannungsleitungen, die die elektrische Energie vom Kraftwerk mit so hohen Spannungen bis in die Städte transportieren? Warum kann man nicht auch das Kraftwerk direkt mit der Stadt verbinden, 230 Volt, vielleicht 1000 Volt, damit die Industrie das hat, was sie braucht? Warum muss vorher aufwendig eine Hochspannung erzeugt werden und die dann über diese großen Masten bis in die Städte verlegt werden? Ja, dazu dient dieses Experiment und ich möchte euch jetzt das einmal kurz vorstellen, das Experiment, einmal rumführen und dann geht es auch schon los. Ihr seht hinter mir die Hochspannungsleitung, links den Mast, der ist am Kraftwerk angeschlossen, der Hochspannungsmast, und der rechte Mast, der verbindet dann die Stadt. Diese beiden Messgeräte zeigen euch immer die Spannung zu Beginn und am Ende der Hochspannungsleitung an. So, wenn ich jetzt einmal nach links schwenke, dann seht ihr dort das Kraftwerk angeschlossen, einfach ein Stromversorgungsgerät und eine Anzeige, die zeigt euch in Zukunft immer die Spannung, die Ausgangsspannung am Kraftwerk an. Das verändere ich auch nicht, das sind immer so 8,4 Volt. Es ist natürlich eine Wechselspannung, die angelegt ist. Ja, warum natürlich? Gute Frage, das erkläre ich gleich nochmal. Hier ist ein kleines Schalterelement und ja, dann schwenken wir rüber auf die andere Seite. Dort ist die Stadt angeschlossen. Ja, hier der Hochspannungsmast kommt runter und schließt direkt die Stadt an, versorgt also die Stadt. Ich habe zwei Lämpchen eingebaut, um das ein bisschen zu demonstrieren. Und die Spannung, die hier angezeigt wird, ist hier. Diese beiden schwarzen Kabel werden gemessen, wird die Spannung gemessen. Das ist also die Spannung, die anliegt an unserer Stadt. So, erstes Experiment. (8,4 Volt am Kraftwerk. Ich schließe den Schalter. Ja, und dann schauen wir rüber in die Stadt. Tatsächlich, die Lämpchen leuchten. Fast 8 Volt kommen an, 8,4 da drüben, jetzt hier 7,9, ein bisschen aufgerundet. Ja, also funktioniert doch super. 8 Volt, 8 Volt. Warum brauchen wir überhaupt eine hohe Spannung? Ja, der Clou liegt in der Leitung. In Wirklichkeit ist die Leitung ja viel länger. Ja? Hier ist jetzt als Modell gebaut mit 3 Metern, gut und schön, aber in Wirklichkeit ist die Leitung ja viel, viel länger und mit der Länge der Leitung steigt der Widerstand der Leitung. Das, was wir sonst in der Schule eigentlich immer vernachlässigen, ja, die Kabel haben keinen Widerstand, das ist auch richtig. Für unsere kleinen Experimente mit den kleinen kurzen Kabeln ist das alles korrekt. Aber wenn das Kabel sehr lang wird, wenn die Leitung eine entfernte Stadt versorgen soll, dann steigt der Widerstand in dieser Leitung. So, und das können wir hier simulieren, und zwar mit einem Trick. Ich habe hier auf der linken Seite einen Schiebewiderstand vorbereitet und der ist jetzt ganz nach links, das heißt, der Widerstand ist 0. Und mit diesem Widerstand kann ich jetzt aber den Widerstand dieser Leitung simulieren. Und ja, ich erhöhe ihn nur ein bisschen, brauche gar nicht viel, ich sage mal so Daumen breit. Erhöhe ich ihn, kann ein bisschen weniger machen, so. Und jetzt ist simuliert, dass der Strom geht in die Hochspannungsleitung, versorgt hinten die Stadt, geht zurück und auf diesem Weg muss er einmal so ein bisschen durch den Schiebewiderstand und damit wird eben simuliert, dass die Leitung viel, viel, viel länger ist, also einen viel, viel höheren Widerstand hat. So, jetzt schauen wir wieder in die Stadt und ja, wer hätte es gedacht? Die Stadt ist aus. Ja, aus die Maus, es ist dunkel.
Ihr seht schon hier am Ende der Hochspannungsleitung kommt nicht mal mehr 1 Volt an. Auch an der Stadt ist im Moment noch der gleiche Wert. 1 Volt, na großartig. Ja? Wir können nicht mehr lesen, gar nichts machen. Die Lampen glimmen noch ein ganz kleines bisschen. Das sieht man, wenn man nah rangeht. Aber per se ist der Strom aus. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann machen wir den Widerstand der Leitung einfach wieder gering. Ja, wie denn? Gar nicht so einfach. Wir müssten die Leitung kürzer machen. Erste Variante ist doof, weil die Stadt ist ja weit weg. Können wir nicht ranholen. Zweite Variante, wir könnten noch besseres Material nehmen. Dann sinkt auch der Widerstand der Leitung. Ist auch schwierig. Man müsste noch edlere Metalle nehmen, die noch besser leiten. Das geht ganz schön ins Geld. Dritte Variante, okay, dann machen wir die Kabel größer. Je größer ein Kabel ist, desto niedriger ist sein Widerstand. Ja, das geht, aber die sind schon groß, die Kabel. Die sind schon so. Wenn wir die noch größer machen, die Kabel, werden die noch schwerer. Man braucht noch mehr Material, man braucht stabilere Masten. Das wird alles viel zu teuer. Das geht nun auch wieder nicht. Aber, ja, ist ja klar, es wurde eine Lösung gefunden. Und die zeige ich euch jetzt. Wir schwenken zurück zum Kraftwerk. Ja, wenn wir uns jetzt hier das Kraftwerk anschauen, haben wir unsere Verteilung. So, und jetzt wollen wir, bevor wir diese 8,4 Volt einspeisen, wollen wir sie hochtransformieren. Also auf eine höhere Spannung. Dafür habe ich einen Transformator. Wir nehmen das Kraftwerk vom Netz, bauen den Transformator ein und wir wollen ja die Spannung des Kraftwerks hochtransformieren. Das bedeutet, wir müssen zuerst eine Spule mit niedriger Windungszahl, 50, und danach eine mit hoher 500 Windungen, also Faktor 10. Unsere 8,4 Volt müssten also um den Faktor 10 gleich hier angestiegen sein. Dann werden sie rüber transportiert und dort runter transformiert. Bevor ich das drüben mache, eine Erklärung noch. Bitte lasst euch nicht verwirren, warum hier rote und blaue Kabel verwendet sind. Die nutzt man ja eigentlich nur bei Gleichspannung. Ja, ist richtig. Aber ich habe es einfach leichter gemacht, da kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, wo welches Kabel angeschlossen ist. Und dennoch ist natürlich überall eine Wechselspannung hier angeschlossen. Das ist aus dem Netzgerät kommt eine Wechselspannung, weil ohne Wechselspannung würde der Transformator ja gar nicht funktionieren. Er braucht ja die Veränderung des magnetischen Feldes. Durch diese Veränderung erzeugt der Transformator dann eine Ausgangsspannung. Dieser hier, ja, die Sekundärspule, braucht ja eine Veränderung des magnetischen Feldes. Und diese Veränderung entsteht natürlich nur, wenn sich der Strom, die Stromstärke in der Primärspule auch verändert. Und das ist bei einer Gleichspannung nicht der Fall. Und deswegen würde ein Transformator mit Gleichspannung gar nicht funktionieren. Also bitte, ist eine Wechselspannung angeschlossen, auch wenn es rote und blaue Kabel sind. So, jetzt rüber in die Stadt. Da sind wir. Jetzt bauen wir auch hier einen Transformator ein, der uns die Spannung runter transformiert. Also kommt zuerst die hohe Spule, also die Spule mit hoher Windungszahl, und danach die Spule mit niedriger Windungszahl. Ja, und jetzt wird von dieser Spule die hohe Spannung an der Hochspannungsleitung hoffentlich um den Faktor 10 runter transformiert und sollte dann unsere Stadt versorgen. Ja, und das schauen wir uns jetzt an. Ja, hier ist wieder unser Kraftwerk. Jetzt schließen wir wieder das Kraftwerk ans Netz an. Unsere 8,3 Volt, Faktor 10 nicht ganz, ein bisschen Verlust ist im Transformator immer dabei. Den Widerstand, habt ihr vielleicht beobachtet, habe ich nicht angerührt. Es ist immer noch der gleiche Widerstand, der vorhin dafür gesorgt hat, dass in der Stadt die Lichter ausgingen. Ja, jetzt aber speisen wir hier 76 Volt ein und wir schwenken rüber und schauen uns die
Statt an, ja, wer hätte es gedacht? Es kommen 74 Volt hier an. Also von 76 auf 74 Volt. Der Verlust ist viel niedriger. Und an der Stadt liegen jetzt nach dem Runtertransformieren 7,2 Volt an. Also ein sehr guter Wirkungsgrad auch hier. Faktor 10 klappt wunderbar. Der Schalter schließt sich, die Stadt leuchtet, der Tag ist gerettet. Wir können wieder arbeiten. Ja? Und jetzt haben wir genau das Problem gelöst. Also durch die Transformation auf eine hohe Spannung, Transport mit einer hohen Spannung, Runtertransformation, gelingt es, dass die Stadt wieder leuchtet. Ja, das war das Experiment zur Freileitung. Ihr habt also gesehen, wir brauchen deswegen hohe Spannungen in den Freileitungen, deswegen nennt man sie auch Hochspannungsleitung, damit wir die elektrische Energie mit möglichst wenig Verlust über weite Entfernungen transportiert bekommen. Durch das Transformieren auf eine hohe Spannung sinkt die Stromstärke. Durch diese Leitung fließt jetzt ein sehr geringer Strom. Und die Verlustleistung hängt von der Stromstärke ab. Kann man ausrechnen, das erfahrt ihr später noch in der Theorie an der Tafel. Aber jetzt schon mal merken, die Verlustleistung, ist ja P, hängt von der Stromstärke ab. Wenn die niedrig ist, dann ist auch die Verlustleistung sehr niedrig. Und dann kann man auch über viele, viele Kilometer die elektrische Energie relativ verlustarm transportieren. In Deutschland wird die Hochspannungsleitung mit ungefähr 100.000 Volt betrieben. Das lohnt sich bei unseren Entfernungen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn man jetzt noch höher transformiert, dann wäre der Verlust ja noch niedriger. Das ist richtig, aber wir haben ja auch ein bisschen Verlust beim Transformieren selbst. So, und wenn wir natürlich erstmal hoch transformieren, 10 Kilometer transportieren, danach wieder runter transformieren, dann lohnt sich das überhaupt nicht. Deswegen muss man da ein bisschen die Balance finden, dass das gut klappt, beziehungsweise dass es günstig ist. In Russland, bei den Riesenentfernungen mit 100.000 Volt arbeiten die nicht. In Russland wird die Hochspannungsleitung ungefähr mit 700.000 Volt betrieben. Ja, also nochmal den Faktor 7 mehr. Der Verlust in der Leitung ist sehr gering, aber es entstehen natürlich Verluste durch das Hoch- und Runtertransformieren. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen näher bringen, warum wir überhaupt Hochspannungsleitungen benötigen und warum wir nicht die Energie vom Kraftwerk direkt in 230 Volt in die Städte schicken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Bis zum nächsten Mal.